Wir benötigen Garn, dann einen Stift. Ich benutze hier einen Friction-Stift. Das sind diese Stifte, die man wegradieren kann. Die eignen sich besonders gut zum Aufzeichnen des Motivs, weil die Linien verschwinden, wenn sie mit Hitze in Kontakt kommen und man das dann einfach am Ende wegbügeln kann. Dann brauchen wir eine Nadel, eine Schere und dann noch das Teil, wo eure Stickerei draufkommen soll. Ich habe hier so einen kleinen Stoffbeutel. Ich beginne jetzt das Motiv auf meinen Stoff aufzuzeichnen. Als nächstes schneiden wir uns ein Stück Faden ab und machen am Ende einen Knoten. Und dann stechen wir von hinten nach vorne in unsere Arbeit. So, und dann beginnen wir mit einem ganz einfachen Rückstich. Und zwar gehen wir erst nach hinten mit der Nadel, stechen da ein und kommen dann hinter dem Faden wieder raus, sodass der Faden quasi in der Mitte rauskommt. Und gehen dann wieder zurück zu der Einstichstelle und gehen wieder ein bisschen nach vorne. Und wenn ihr einen Kreis stickt oder eine Kurve, ist es immer ratsam, ein bisschen kleinere Stiche zu nehmen, als wenn ihr eine gerade stickt. Also ihr stickt quasi immer hinter den Faden und kommt vor dem Faden raus. Und so geht es dann immer weiter. Normalerweise benutzt man einen Stickrahmen, allerdings ist meine Tasche ein bisschen zu klein. Aber mit einem Stickrahmen geht das alles ein bisschen leichter, weil der Stoff dann gespannt ist. So, wenn ihr dann mit einer Form fertig seid, stecht ihr dann einfach von hinten dann in die Stelle, wo ihr weitermachen wollt, beziehungsweise nicht direkt am Anfang, sondern ein Stück versetzt, damit ihr wieder mit einem Rückstich weitermachen könnt. Wenn das Ganze ein bisschen feiner aussehen soll, könnt ihr einfach auch ein paar dieser einzelnen Fäden abtrennen und dann nur mit Dreien oder so sticken. Dann sieht das ein bisschen filigraner aus. So, als nächstes nehme ich eine andere Farbe. Und wir machen einen Rosenstich, das heißt, wir machen erstmal 5 Stiche in Sternform.
So, und im Folgenden werden wir jetzt quasi weben. Das heißt, wir gehen immer unter einen Stich und über den anderen, lassen also immer einen aus und gehen dann unter den nächsten. So, wenn die 5 Stiche jetzt nicht mehr zu sehen sind, ist man fertig und kann den Faden hinten vernähen. Der nächste Stich ist ein Kettenstich, das heißt, wir gehen mit der Nadel neben das Einstichloch und dann nach vorne und legen dann den Faden um die Nadel. Und so bildet sich dann eine Schlaufe. Dann gehen wir wieder neben das Einstichloch oder kurz dahinter und mit der Nadel wieder nach vorne und gehen entweder halt durch die Schlaufe oder legen den Faden um die Nadel. Und so machen wir das dann immer weiter. Als nächstes machen wir einen Knötchenstich. Und das heißt, wir nehmen den Faden und wickeln ihn dreimal um die Nadel. Und dann stechen wir neben das vorige Einstichloch ein und ziehen den Faden stramm. Und dann bildet sich ein Knötchen. Die Fäden werden dann auf der Rückseite vernäht und verknotet. Und so kann man mit insgesamt 4 unterschiedlichen Stichen ein ganz individuelles Motiv herstellen.